Andreas. Heute ist Sonntag, der 16. Juni 2003. Ich möchte gerne eine kurze Botschaft entsenden. Seit dem 13. Lebensjahr beschäftige ich mich mit der Frage, was ist eigentlich die Wahrheit von dem, was man mir beigebracht hat? Was ist die Wahrheit von der Religion, von dem christlichen Glauben? Was ist die Wahrheit von dem, was in der Welt passiert? Was ist eigentlich die Lüge? In den letzten Jahren habe ich mich sehr intensiv mit der Bibel beschäftigt und auch mit der katholischen Kirche. Das heißt, die katholische Kirche bringt sich selbst ja immer ins Bild, teilweise auch durch schöne Aktionen, aber im Wesentlichen ja doch durch den Vatikan und durch den Papst und was von dort zu uns hindurch dringt. Es gibt in der Bibel ganz zu Anfang von der Geschichte vom Garten Eden die Botschaft, dass es im Garten Eden zwei Bäume gibt. Den Baum des Lebens, das ist der eine Baum, und den Baum der Erkenntnis, das ist der andere Baum. Der Baum der Erkenntnis bedeutet die Erkenntnis von Gut und Böse. Das wiederum bedeutet, dass ich etwas einteile und sage, das ist alles gut, das ist alles böse. Dieser Baum ist tabu. Der Verzehr von diesem Baum ist tabu. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt an dem Baum herumknabbert oder nicht an dem Baum herumknabbern soll und man pflückt auch keine Früchte, sondern es geht um Geist, weil es in der Bibel im Wesentlichen um Geist geht. Es geht nicht um die Materie. Es geht um die Geisteshaltung. Es geht um Charakter, es geht um die Seele. Dieser Baum ist also tabu. Überlegt man sich jetzt mal, wer in dieser gesamten Welt, auf diesem Planeten, teilt eigentlich am meisten immer wieder in Gut und Böse. Da gibt es eine klare Antwort, die römisch-katholische Kirche. Sie hat alles Böse, alles Schlechte dem gefallenen Engel Luzifer aufgebürdet. Sie hat aus Luzifer Satan gemacht. Sie sagt, Luzifer ist Satan und er ist alles Böse. Damit hat die katholische Kirche dieses Tabu von dem Baum der Erkenntnis zu essen im allerhöchsten Maße sträflichst verletzt. Sie verletzt es jeden Tag, in jedem Gottesdienst, in all ihrem Erscheinen. Der Kern der katholischen Kirche ist der Vatikan, der Vatikanstaat. Drumherum die Gemeinden in den Ländern, die Kirchen, das sind alles Schafe, könnte man sagen, Lämmer, aber ihr geleitete Lämmer. Der Vatikan stellt sich selbst als Stellvertreter Gottes dar, der Papst. Bekannt ist Jesus Wort, Ausspruch, liebet eure Feinde. Es ist eine der wesentlichsten Botschaften, die es überhaupt in der gesamten Bibel gibt. Sie bedeutet genau das Gleiche wie der Baum der Erkenntnis. Liebet eure Feinde bedeutet, versuche in deinem Feind etwas Gutes zu sehen, versuche etwas Schönes darin zu finden und trenne ihn nicht ab. Sage nicht, er ist böse, hat alles Böse, aber ich bin all das Gute. Denn das ist das große Tabu. Das hat die katholische Kirche nicht verstanden bis heute. Sie hat dem gefallenen Engel alles aufgelastet. Gott ist aber ein gütiger Gott. Ein gütiger Gott lässt seine Kinder nicht im Stich, auch nicht, wenn sie gefallen sind. Das heißt, jeder Gefallene hat die Chance zur Umkehr. Er kann durch Nachdenken, durch Erkenntnis, durch Gefühl die Wahrheit finden oder einen besseren Weg finden und für sich entscheiden, ich kehre um. Der Weg ist falsch, den ich gehe. Jeder Gefallene hat diese Chance. Die katholische Kirche hat diese Chance für den gefallenen Engel Luzifer verbaut. Warum? Weil sie selbst das Böse ist. Das Böseste vom Bösen wird im Vatikan
verkörpert. Um nicht aufzufallen, hat der Vatikan, die römisch-katholische Kirche, alles Böse von sich gestrichen und Luzifer zugeordnet. Zig Millionen Menschen jubeln einem Papst, einem Popstar, eine Art Popstar. Das war immer so, jedem Papst. 100.000 auf dem Petersplatz. Es sind alles verirrte Schafe. Da es in der Bibel im Wesentlichen um Geist geht, also nicht Materie, und Gott Geist ist, nicht Materie, kann man, wenn man wirklich an Gott glaubt, nicht in pompöser Materie leben und das glorifizieren. Vielleicht hat man das Glück, man ist reich und man lebt darin, das ist okay. Aber man glorifiziert nicht den Pomp, Gold, Diamanten, Prunk, die stolzesten Gebäude, riesige Ländereien und erhebt das zum Stellvertreter Gottes. Das ist völlig unmöglich, ausgeschlossen. Das geht nicht. Und das macht die katholische Kirche. Sie glorifiziert ihren eigenen Pomp, sie verherrlicht sich selbst. Der Papst stellt sich dar als Stellvertreter Gottes. Der gefallene Engel Luzifer hat schon einmal in der Geschichte versucht, umzukehren. Und zwar erschien er als derjenige, von dem uns berichtet wird, als Jesus. Das ist meine Botschaft an die katholische Kirche. Er ist als Jesus erschienen, um zu zeigen, dass er noch eine reine Seele hat, das heißt, wieder aufsteigen kann. Die katholische Kirche hat vieles in der Bibel verfälscht. Sie hat den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse im Garten Eden verklärt. Sie hat daraus Nacktheit und Sexualität gemacht, die Sünde, von der immer die Rede ist, wo sie mit ihrem moralischen Zeigefinger drauf zeigen und sagen, nein, 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 das ist Pfui. Dieses große Pfui, was die katholische Kirche aber selbst erschaffen hat, das gilt für sie. Zigtausendfacher sexueller Missbrauch in 1000 Jahren von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Verfolgung von Andersdenkenden. Abschlachtung von Hunderttausenden Indianern in Lateinamerika. Hinrichtungen, Steinigungen, Kreuzigungen. All das zeigt das wahre Gesicht der römisch-katholischen Kirche. Warum nennt sie sich überhaupt römisch-katholische Kirche? Warum nennt sie sich nicht zum Beispiel jüdisch-katholische Kirche? Denn schließlich spielte alles im jüdischen Reich und nicht im römischen. Wer waren die Römer in der Bibel? Sie waren die Besatzungsmacht. Was kann man daraus schließen, wenn diese Besatzungsmacht plötzlich aus dieser Besatzungsmacht eine riesige Kirche, eine Religion entsteht, sich selbst glorifiziert und sich selbst als eigenständiger Staat definiert? Ein Staat, der rechtlich nicht belangt werden kann, auch strafrechtlich nicht. Er hat einen besonderen Status. Das ist der eigene Schutz. Was aber jetzt geschehen wird, und es ist schon im Prozess, ist, dass die katholische Kirche fallen wird. Der Vatikan wird fallen. Komplett. Die gesamte Missdeutung, Vergewaltigung des Geistes, Missbrauch des Geistes und der Körper, all das wird jetzt ans Licht gebracht, in die Wahrheit kommen. Und dann müssen die Leute sehen, was sie daraus machen. Dieses Fallen wird unglaubliche Energien erzeugen, rund um den ganzen Globus. Am allermeisten sind es aber Energien, die wie Orkane den Geist der Menschen erreichen will. Wach auf, denke nach. Wie kannst du so etwas glauben? Wie konntest du so etwas glauben?
Was ist das? Was ist der Popanz? Was ist die Lüge? Das Übelste vom Üblen hat sich selbst zum Göttlichen verklärt. Das ist die römisch-katholische Kirche. Und sie fällt ins Bodenlose. Alle anderen, die Mitläufer sind, die in Irrglauben, guten Glauben mitgezogen sind, müssen sich umorientieren. Sich fragen, was kann ich retten von dem, was ich glaube? Was kann ich Schönes daraus machen? Eine Korrektur des Weges gehen. Man muss auch keine Kirchen zerstören, man kann aus den Kirchen Begegnungsstätten machen, unabhängig von Religion, von Nationalität, von Politik, wo man sich austauscht, die Lebenserfahrung, wo man miteinander spricht und überlegt, was ist nicht in Ordnung, was kann man verbessern, wie können wir überhaupt uns als Menschen mehr verbünden, wie können wir besser verstehen. Das sollte in allen Kirchen geschehen. Und nicht, dass dort jemand steht, der etwas vorbetet und alle anderen schweigen und schauen nach unten und beten nach. Es ist eine Irreführung. Das ist meine Botschaft an die römisch-katholische Kirche. Und hier noch einmal, der, den ihr so sehr hasst, ist genau der, den ihr angeblich auf der anderen Seite so sehr liebt und verehrt. Denn der, den ihr hasst, ist Luzifer, der gefallene Engel, der zugleich Jesus war. Jeder gefallene Engel kann wieder aufsteigen. Luzifer steigt bereits. Ihr werdet fallen. Adieu.